Es hat sich total komisch angefühlt, ohne Schlüssel von Elvis und ohne Elvis vor allem dann loszugehen, weil Ja, ja, extrem. das war halt wie ein Teil von uns. Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. Und einem kalten Boah, ist das Deutschland. kalt hier in Deutschland. Wir sind leicht schockiert, aber gut, was soll man machen? Wir hatten gerade unsere vierte Ja, Besichtigung irgendwie sowas. mittlerweile schon für Elvis. Wir müssen leider langsam Abschied nehmen Ja. und ja, es ist anstrengend, wir sind ehrlich, es ist halt immer so viel Information auf einmal, wenn man ein Wohnmobil verkauft. Man weiß manchmal gar nicht, wo man beginnen soll, Ja, finde ich, weil weil- dann stehst du in diesem Van und für einen selbst ist es alles so selbstverständlich, weil es halt das Zuhause ist. Aber natürlich, wenn du dir einen Van anguckst, willst du alles wissen. Ja, und das Ding hat einfach super viele Komponenten, Wasser, Elektrik, Gas. Ja. Dann ist es natürlich noch ein Auto, da musst du dann auch noch ein bisschen was erklären zu. Und das ist schon, ja, es ist schon nicht easy, das Ding dann irgendwie gut zu verkaufen, dass es halt auch nicht zu viel wird, dass es die Leute nicht erschlägt. Ja, naja, wir haben morgen ganze stolze 4 Termine nochmal ausgemacht. Es wird morgen Marathon bei der Temperatur. Bin ich gespannt, Ja, ob ich dicke mich Socken, erkälte. dicke Socken anziehen. Ich schaue auch immer mal wieder mit vorbei, aber ich habe Bist schön im Warmen. auch ein paar Arbeitstermine, aber gebe mir Mühe, dass ich zumindest jedem auch mal Hallo sage und gucke, wer da so den Elvis anschaut. Ja, wir hoffen natürlich, dass er in gute Hände kommt. Jetzt müssen wir uns erstmal aufwärmen und dann gebe ich euch morgen mal ein Update, ob sich schon jemand gefunden hat und was aktuell Phase ist bei uns. Wir müssen ja dann auch irgendwann mal Richtung neuen Van fahren. Sind schon fleißig am Organisieren. Aber es ist doch immer mehr als gedacht. Es ist also- wirklich, es ist richtig viel und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, schnell durchzuballern Ja. und jetzt in Deutschland in Ruhe schon mal ein bisschen was zu organisieren. War auch einfach gerade schön, wieder heimzukommen, gerade in der derzeitigen Zeit. Irgendwie ist es dann doch schöner, bei ein paar bekannten Gesichtern zu Hause zu sitzen. Ja, das stimmt. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen! Vergebt mir, ich bin auf jeden Fall noch ein Stückchen müde. Es ist früh am Morgen. So früh ist es gar nicht, Schatz. Naja, gut, für mich ist es gefühlt früh. Wir haben heute unsere letzte große Fahrt mit Elvis vor uns, denn wir haben eine super tolle Käuferin gefunden für Ja. Elvis. Also da haben wir wirklich ein richtig gutes Gefühl, dass wir unseren kleinen Elvi guten Gewissens abgeben können und auch jemanden haben, der Ja. sich über Elvis genauso doll freut, wie wir uns gefreut haben. Voll, also keine der Besichtigungen war so euphorisch für Elvis und hat es uns so leicht gemacht, ja, ihr den Wagen zu verkaufen. Das ist für uns, macht es natürlich auch ein bisschen leichter, weil doch viele Erinnerungen an dem Wagen hängen. Und ja, die werdet ihr vielleicht auch in diesem Video noch kennenlernen, die gute Frau. Die hat nämlich zugestimmt, dass wir sie filmen dürfen. Und wir zeigen euch jetzt erstmal eine kleine äußere Veränderung, die Ja. wir gestern an Elvis vorgenommen haben, die uns wirklich viel Schweiß gekostet hat. Nämlich unsere Sticker sind weg. Also jeder, der Sticker auf seinen Van macht, Ja, überlegt es euch. überlegt es euch. Also hinten einmal der Sticker ist weg. Und hier auch an der Seite. Jetzt muss der Dreckspatz muss erstmal noch geputzt werden morgen. Ja, also er ist noch dreckig, der wird noch geputzt. Aber es war wirklich eine mühselige Arbeit, Ja, diese Sticker voll. zu entfernen. Wir haben es letzten Endes mit Fabis Kraft aus den Armen gemacht, mit Klebegästeentferner und Und mit ganz- Bremsenreiniger. Und ganz wichtig, was am besten geholfen hat am Ende, um diese Schmierreste wegzubekommen, war acetonfreier Nagellack. Das Entferner. war Entferner, sorry. Natürlich nicht Nagellack. Das war wirklich gut. Aber achtet dann natürlich drauf, dass der acetonfrei ist und euren Lack nicht angreift. Also testet das vorher nochmal an irgendeiner kleinen Stelle. Aber das hat sich wirklich als sehr easy Handling
Also hat sich bewährt, um gut die Klebereste zu entfernen. Und ihr seht auch, es hat den Lack nicht angegriffen. Einbrecher. Alarm. Wir fahren jetzt nämlich hoch zu Annes Eltern. Wir müssen Elvis noch entladen. Das ist jetzt ja unsere Aufgabe für heute, bevor wir den an die liebe Käuferin übergeben können. Und auf dem Weg müssen wir noch eine Aufgabe machen. Das erklären wir euch gleich später. Und außerdem müssen wir noch tanken. Das ist jetzt die allerfurchtbarste Aufgabe von allen. Ich glaube irgendwie Diesel bei 2,20 oder so. Mal gucken, was für absurde Preise da gerade aufgerufen werden. Der schmerzt natürlich wirklich doll. Aber ja, ist halt so, kann es nicht ändern. Fahren jetzt erstmal tanken und dann geht's los. Und dann erklären wir euch, was wir auf dem Weg noch machen müssen. So, wir sind am Ort des Grauens angekommen. Und mittlerweile 2,30 €. Mittlerweile freut man sich, wenn es 3 Cent günstiger ist als angezeigt. Ja, die Anzeige sagt eigentlich 2,33 und jetzt haben wir uns positiv gefreut über 2,30. 2,33 hat sie angezeigt. Ja. Ist krass, also wir werden jetzt locker an die 200 € kommen. Schon heftig. Also ich habe wirklich Mitleid mit jedem, der gerade viel fährt und das selber bezahlen muss, so wie wir heute. Aber wir haben zum Glück nur die eine große Fahrt bei uns, die Pendler, das ist schon echt heftig. Das ist schon echt krass. I hate the world and everything in it. I hate the season on skies. I pray to God He gonna be with me when I finally lose my mind. Said I could be myself if you want. Eine kurze Zwischenmeldung von uns. Wir sind jetzt ungefähr 2,5 Stunden unterwegs, oder? Ja, wir sind jetzt oberhalb von Würzburg Genau. auf dem Weg nach Kassel. Genau, wir machen nämlich in Kassel einen kurzen Zwischenstopp. Und der Hintergrund ist der, dass unsere Batterie in den letzten 3 bis 4 Wochen immer mal ein bisschen rumgesponnen hat und nicht so richtig funktioniert. Und der Verkäufer sitzt in Kassel, wir haben die ja von Belluna und da fahren wir jetzt vorbei, weil Fabi hatte schon mit dem telefoniert und gesagt, hey, es ist ein Garantiefall, wir haben 2 Jahre Garantie, da müssten wir was machen. Ja, jetzt fahren wir da vorbei und... Genau, wir wollen auch bei dem Herrn gleich noch Fenster kaufen. Und einen Kühlschrank. Und einen Kühlschrank. Der vertreibt ja so allerlei Sachen für Karawanen, Umbau. Und ja, hat da ziemlich viel im Portfolio. Ja, mit dem Kühlschrank sind wir auch super zufrieden gewesen jetzt. Ja. Wir werden auch wieder einen ähnlichen nehmen. Das sind ja handelsübliche Kühlschränke, die auf 12 Volt oder 24 Volt von ihm umgerüstet werden. Und wir werden uns jetzt einfach ein Stück weit vergrößern. Also wir nehmen jetzt einfach 1 oder 2 Nummern, sind das glaube ich größer. Genau, wir müssen mal gucken, was er alles auf Lager hat. Wir wollen auf jeden Fall diesmal kein Eisfach haben, weil das irgendwie für uns... überflüssig war, gell? Ja, es war irgendwie überflüssig. Und dann musste das immer auftauen und abtauen und bla bla bla. Das war ein bisschen doof. Genau, aber sonst waren wir damit echt happy. Und wollen noch ein Dachfenster. Genau, ein Dachfenster. Und 3 Seitenfenster. Und 3 Seitenfenster, ein großes und 2 kleinere, eine für die Duschkabine und eine für hinten raus. Genau. Ja, und jetzt sind wir schon ganz gespannt. Also es rückt alles immer ein bisschen näher, so der ganze Ausbau, wenn wir jetzt so die ersten Teile kaufen und wenn wir jetzt bei meinen Eltern sind, da sind auch schon 2 oder 3 Pakete angekommen mittlerweile, schon mit ein paar Teilen. Bin ich auch schon gespannt, wenn wir die nachher uns angucken können. Ja, also wieder ein absolutes Fest, was die Spedition alles anbringt. Ja, und Mann. das ist schon, es sind schon sehr, sehr viele Teile. Die Kartons stapeln sich dann natürlich, Papiertonne wird überfüllt sein. Ja, müssen wir ein bisschen kompensieren. Vielleicht pflanzen wir mal 2 Bäume oder so, keine Ahnung. Genau, ist halt leider wirklich so, aber wir freuen uns jetzt richtig und der Abschied von Elvis oder die traurigen Gedanken rücken dadurch ein bisschen in den Hintergrund. Ich glaube, es war echt
super wichtig für uns, dass wir jetzt das neue Fahrzeug schon haben, weil das macht den Verkauf vom LV auf jeden Fall einiges leichter, finde ich. Also für mich auf jeden Fall, wenn ich jetzt dran denke, wir hätten noch kein neues Fahrzeug, das wäre irgendwie grausam. Ja, und noch so ein bisschen zum Hintergrund. Wir fahren jetzt natürlich hoch, um Elvis auszuladen. Wir haben ja noch super viele Sachen, Werkzeug etc. hier drin. Das muss natürlich alles raus. Und praktischerweise auf dem Weg liegt dann der Händler von den Kühlschränken, Batterien etc. Das heißt, wir machen das alles eigentlich in einem Wisch und fahren dann runter zu unserer Käuferin, übergeben dann Elvis und fahren die letzten paar Kilometer dann mit der Bahn. Also eigentlich alles abhaken auf einem Weg, das ist ganz cool. Ja. Ja, stressig, aber cool. Stressig, aber cool. Das ist das. Ich wurde schon heute einmal geblitzt. Ja. Leider. Ja, gesagt, ja, jetzt fahren wir ganz vernünftig die letzten Kilometer und dann wird er geblitzt, der Rabauke. Naja, so. Verkehr hält sich auch in Grenzen. Hier staut sich jetzt ein bisschen, aber auch weil hier die Baustellen sind. Aber ansonsten kommen wir heute echt ganz gut durch bisher. Ich hoffe, das bleibt so. Hatten nicht mal um Stuttgart rum Stau. Yes. So, also. See you later, Alligator. Habe ich jetzt mit dem Verkäufer mal gucken gegangen wegen der Batterie. Super netter Kerl, also der hat hier seine eigene Werkstatt und baut hier die Kühlschränke um und hat hier die ganzen Batterien und Fenster. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, ob sie es ja lösen können, ob wir eine neue bekommen, beziehungsweise dann für die neue Elvis-Besitzerin eine neue bekommen. Und hoffe, dass wir dann auch die Fenster und den Kühlschrank mitnehmen können. Also das wäre echt richtig cool. Also wir haben jetzt ein Duschfenster, ein Seitenfenster für die Sitzecke, hinten ein Fenster und ein Dachfenster. Auch wieder ein schönes, großes Dachfenster. Wir wollen jetzt in die Schiebetür erstmal kein Fenster einbauen. Das haben wir gesagt, machen wir dann vielleicht nochmal. Und der Kühlschrank müssten 83 Liter jetzt sein. Oh, jetzt. Jetzt kommt er. So, das hat problemlos geklappt. Der gute Herr hat uns wirklich sehr gut die Batterie jetzt ausgetauscht. Und beraten auch. Wie gesagt, wir können jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Einzelfall ist oder wie oft es vorkommt. Deswegen wollen wir uns jetzt da kein Urteil über die Batterie erlauben, weil das ist halt immer ein bisschen unfair, wenn eine Person sagt, so ist die Batterie. Das ist ja irgendwie Quatsch. Wir waren ja auch bis zu dem Zeitpunkt echt sehr zufrieden. Genau. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Batterie habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Wir fahren jetzt hier los, wir haben jetzt Hunger. Wir haben noch echt viele Dachluken bei dem Herrn gekauft, weil der hat ziemlich gute Dachluken und er ist ein guter Verkäufer, muss man auch sagen. Muss man auch sagen, ja. Jetzt im Vergleich also wir zu haben den eine anderen. Dachluke gekauft und den Rest Seitenfenster. Ja, mit Dachluken hatte ich eigentlich so alles gemeint. Ich weiß. Genau, also eine Dachluke und Seitenfenster. Ja. Und einen Kühlschrank. Den können wir nachher auch nochmal zeigen. Der ist jetzt wirklich schön groß, also da freue ich mich besonders. Wir sind jetzt gleich da, im Hintergrund geht die Sonne unter, sieht richtig schön aus. Wir sind jetzt hier im Bördeland angekommen und freuen uns schon, Pablo wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch echt. Also, Wir haben ja schon ewig nicht mehr gesehen, ich bin Ja, erst jetzt so hochgefahren. ja gut, das war 3 Tage nachdem wir ihn gekauft haben. Ja, und ich hatte ein bisschen mehr Erfahrung sammeln dürfen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und wir werden jetzt erstmal noch heute Abend erstmal alles ausladen. Ja. Die ganzen Fenster, die wir neu gekauft haben. Wir haben Lattenrost gleich auf dem Sperrmüll ergattern können. Weil das ist sowas, keine Ahnung, da gibt man nicht so gerne Geld für aus. Und ja, das sammelt sich schon zusammen. Wir haben jetzt echt schon viele Bauteile. Wir können natürlich auch noch ein paar alte Sachen reaktivieren, die wir nicht benutzt hatten. Von wie Werkzeuge auch. Werkzeuge, irgendwelche Dichtstoffe, vielleicht irgendeine Dekalsilflasche, die noch irgendwo rumliegt oder sonst irgendwas. Ja. Ja, bin mal gespannt. Ein bisschen Werkzeug müssen wir kaufen. Beispielsweise wollen wir eine Handkreissäge mit Führungsschiene kaufen, weil wir uns viel mehr Holz diesmal selber zusammenschneiden wollen. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Nö,
wir freuen uns. Und wie gesagt, der Abschied fällt leichter, dadurch, dass wir jetzt schon ein neues Zuhause haben. Nach 600 Metern links abbiegen auf L24. Jetzt freuen wir uns auch erstmal meine Family kurz zumindest wiederzusehen. Ja, es wird wieder so ein kleines rein raus und dann schon wieder zurück, aber so ist es. Wir fahren ja schon demnächst wieder hoch und bis dahin müssen wir noch einiges planen. Ja. Ja, morgen müssen wir das Auto waschen noch und wir lassen noch Sommerreifen aufziehen, die wir noch rumliegen haben, die noch im besseren Zustand sind als unsere aktuellen Reifen. Lernt ihr morgen die liebe Nachbesitzerin von Elvis kennen, die sich schon riesig drauf freut. Und das ist, glaube ich, wirklich eine herzensgute Frau. Die hat richtig verrückte Pläne mit Elvis. Das klingt richtig cool. Aber das erzählen wir dann später noch. Elvis kriegt seine letzte, die Salbung ist das hier. Salbung Ja, die letzte Salbung. Und da hat sich echt einiges angesammelt. Also Fabi muss da echt ein bisschen Kraft aufwenden hier. Ich inspiziere das und spüle dann gleich mit Klarwasser ab. Macht er gut! Der Euro schon raus, aber die letzten Meter reicht jetzt Ja? noch. Also man sieht schon einen krassen Unterschied, gell? Ja, wir haben Elvis nochmal schön gewaschen, schon mal nochmal rausgeputzt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Nachbesitzerin, zur Käuferin von Elvis. Und ja, schon ein komisches Gefühl. Machen wir einen letzten Gang jetzt durch Elvis durch, oder? Ja, wir haben gestern noch alles rausgeräumt. Er ist jetzt, wie ihr gleich sehen werdet, picobello sauber und aufgeräumt. Schon merkwürdig, da alles rauszuräumen und zu wissen, dass das jetzt eigentlich nicht mehr unseres ist. Und ihr seht, ja, es ist dunkel. Wir haben die neue Batterie schon angeschlossen. Die läuft also auch. Seht, Strom funktioniert hier auch wieder einwandfrei. Ja, jetzt heißt es für uns langsam Abschied nehmen, die letzten Kilometer fahren. Wir haben jetzt noch mal kurz getankt. Zu unverschämten Preisen, aber ja. Ja, komisches Gefühl. Also es sind echt sehr, sehr viele Erinnerungen, die an dieses Fahrzeug, es ist ja nicht einfach nur ein Fahrzeug für uns gewesen, sondern es war unser Zuhause für ein Jahr, als wir alles komplett allein ausgebaut haben und es ist schon was Besonderes. Also ich freue mich riesig jetzt auf den neuen Van und die Erinnerungen sind auch bei uns drin, aber es ist trotzdem, ja, so ein kleiner Abschied. Ja, vor allem, ich weiß nicht, mir kommt es halt gefühlt viel länger vor, dass wir das Auto haben, weil wir einfach schon so viel damit erlebt haben. Wir haben den komplett selbst ausgebaut, wir haben einmal renoviert, wir sind da durch halb Europa mitgereist, also sowohl Osteuropa, Südosteuropa, Ja, so viel erlebt. Südwesteuropa, schon viel gesehen, viel erlebt. Ja. Ja. Naja, aber wie wir anfangs schon gesagt haben, es macht alles leichter, dass wir jemand Tolles haben, der sich darüber freut. Genau. Elvis wird noch viel, viel weitere Sachen erleben. Auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und wir auch. Wir freuen uns auch schon auf Pablo, also war auch ein cooles Gefühl, den zu sehen mal wieder. Jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir mal los, genau, letzte 2,5 Etappe. Stunden noch. Haben wir auch gleich geschafft und dann müssen wir noch den Rest mit dem Zug erledigen nach Hause. Das ist jetzt unsere letzte Viertelstunde mit Elvis.
Und es ist witzig, weil ich habe immer gesagt, Elvis war jetzt unsere Ferienwohnung und Pablo wird jetzt unsere Eigentumswohnung. Das heißt, es ist jetzt einfach nur ein Abschied von unserer Ferienwohnung. Ja, so kann man es natürlich auch schön reden. Bisschen traurig sind wir trotzdem. Ja, total. Wir sind vorhin nochmal ganzen Erinnerungen durchgegangen von unserer ersten Fahrt mit Elvis nach Potsdam getestet. Haben da unsere schlechteste Pizza unseres Lebens gegessen. Haben nochmal so ein bisschen den Ausbau auch Revue passieren lassen. Ja, was da alles so passiert ist, wie viel Mühe und Fleiß wir reingesteckt haben. Liebe. Dann wie oft wir uns festgefahren haben. Was natürlich auch richtig krasse Momente waren, weil wir hatten uns noch nie im Leben irgendwo festgefahren oder so. Und kannten das Gefühl auch nicht, dass man sich da so irgendwie so hilflos fühlt, irgendwo in der Pampa zu sein und das Meer kommt näher und man muss da irgendwie wieder rauskommen. Das stimmt. So viele coole Erinnerungen. Super schöne Erinnerungen. Jetzt genießt man noch die Viertelstunde und dann übergeben wir Elvis ehrenvoll. Ja, voller Ehre. Ehrenbruder. Ehre. Wie? Ehre, Brudi. Elvis ist offiziell verkauft. Wir sind hier bei Heike, der glücklichen Käuferin. Und wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass Elvis jetzt wirklich in perfekten Händen gelandet ist. Wir haben es, glaube ich, schon vorher gesagt. Niemand war so begeistert von Elvis wie Heike. Ja, wir sind. Und wir hätten ihn jetzt, glaube ich, auch an niemand Besseren geben können. Also es fällt uns immer noch schwer, aber wir haben ein sehr gutes Gefühl. Wir hatten jetzt noch einen echt richtig schönen Abend hier. Wir wären auch noch länger geblieben, wenn jetzt der Zug nicht fahren würde. Aber wir sind happy damit. Das Coole ist, Heike hat sogar vor, ein bisschen was selber an Elvis rumzuschrauben. Das finden wir mega cool, weil Elvis soll weiter neue Erfahrungen machen, Abenteuer erleben. Und vielleicht überreden wir Heike auch noch, dass sie ihren eigenen YouTube-Kanal aufbaut. Und dann könnt ihr das auch noch weiter verfolgen, was Elvis macht. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und dann überreden wir alle, dass Heike bald selber YouTube-Videos macht. Ja, vielleicht. Jetzt freuen wir uns aber erstmal, dass Elvis einen tolle neue Besitzer gefunden hat. Ja, Genau. wir freuen uns auch total. Ja, wir wünschen den beiden sehr viel Spaß. Die haben jetzt nämlich 2 Vans und dann gehen sie damit auf Erkundungstour. Und ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. nein, Das ist definitiv nicht. Nee, nicht. Ey, also ich sag's immer wieder, aber wir haben, glaube ich, wirklich Also, die liebsten Käufer der Welt gefunden. ich weiß nicht, ob das Zufall oder Schicksal war, Ich aber weiß das es auch ist nicht. heftig. Wir haben uns so gut verstanden und wurden wirklich wie Freunde empfangen. Das ist echt kann's nur- heftig, ja. Wenn ihr beiden das guckt, 1000 Dank von uns. Und die beiden haben uns sogar noch ein Geschenk gegeben. Also wie verrückt. Richtig ist krass. Also das? das hat uns den Abschied so viel leichter gemacht von Elvis. Also ganz, ganz liebe Worte. Ich habe schon Tränen in den Augen. Wir hätten jetzt auch locker noch bis um 12 quatschen können. Ja. Also Also schon verrückt, was sich für, was man für coole Menschen trifft. es war gerade ein sehr emotionaler Abschied, weil wir zum einen Elvis abgegeben haben, zum zweiten aber Heike und Jochen einfach so liebe Menschen. Super sind. herzliche Menschen. Wir freuen uns jetzt schon drauf, die irgendwo mal auf dem Weg zu treffen. Ja, wurden so lieb empfangen, ich kann es nur noch mal sagen. Ja, Wahnsinn. Jetzt geht's für uns nach Hause, es ist später geworden als geplant. Ja, geplant hatten wir es nicht. Wir haben jetzt noch 3 Stunden Fahrt vor uns. Ja, wir kommen gegen 12 in den Kirchheim an. Aber ist egal, war ein schöner Abend. Ja, definitiv. Hat sich gelohnt. Es hat sich total komisch angefühlt, ohne Schlüssel von Elvis und ohne Elvis vor allem dann loszugehen, weil Ja, extrem. das war halt wie ein Teil von uns jetzt das letzte Jahr. Traurig, aber gleichzeitig freue ich mich so sehr, weil Heike hat einfach Bock, da was dran zu verändern. Ja, ja. Elvis wird ja ganz, ganz viel erleben. Besser geht's nicht. Und ich glaube, wir sind damit sehr, sehr happy, oder? Ja, definitiv. Und ich bin mir auch 100% sicher, dass wir die beiden wiedersehen werden. Pulling out all the stops, making my dizzy when you tell me what you want. I just wanted you to see me. Never thought you'd notice. Thought that you should know I'm already sold. Never let me go. You had
La 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 la. I can see you trying, finding ways inside my head. Lost and out of focus, I can hear a